Servus zusammen. Heute möchte ich mal wieder über Karnevale von TT Combat sprechen, einem Skirmish Tabletop mit Horror-Ansätzen und Einschlägen, das mir vom Spielkonzept her sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe mir da gedacht, nachdem ich vor einer ganzen Weile mal ein Video dazu gemacht hatte, heute noch einmal darüber zu sprechen. Ich weiß natürlich, dass das Spiel nicht so weit verbreitet ist, was ein bisschen schade ist. Aber ich denke mir trotzdem mal, dass es interessant ist, einen Blick drauf zu werfen, wenn man die Möglichkeit dazu haben sollte. Beziehungsweise wieso ich im Speziellen mit euch darüber heute reden möchte, ist eben dieses Buch hier. Und zwar da steht Karnevale Blood on the Water. Wenn man sich das Ganze von der Beschreibung hinten ein bisschen anschaut, stellt man fest, das Buch wird hier als Kampagnenbuch und als erste Kampagnenerweiterung oder erstes Erweiterungsbuch für Karnevale bezeichnet. Damit habe ich persönlich aber ein bisschen eine Schwierigkeit, beziehungsweise bin ich der Meinung, das passt nicht so ganz, was das Buch wirklich sein sollte. Denn in diesem Buch findet ihr an und für sich alles, was ihr zum Spielen braucht. Es ist jetzt, und das führt eben dazu, dass man jetzt ein bisschen eine komische Situation hat, denn soweit ich es jetzt sehen konnte bei meinen Recherchen, wenn ihr euch eines der Starter-Sets kauft, egal ob das Zwei-Spieler-Starter-Set, das ganz zu Anfang bereits erschienen ist, oder auch das kleinere Starter-Set, ihr bekommt dort entweder eine kleine Regelbroschüre, wo ich nicht weiß, ob hier die kompletten Regeln drinnen sind, beim kleineren Set spezifisch, und eben beim Zweispieler-Starter-Set habt ihr das alte Regelbuch oder das Regelbuch von Karnevale drinnen. Und sonst wird eigentlich nirgendwo vom Regelbuch gesprochen. Und auch hier, wie schon gesagt, steht eigentlich First Campaign Expansion Book. Jetzt ist es aber so, dass ihr hier in diesem Buch sämtliche Regeln findet, die ihr für das Spiel braucht. Es wird, soweit ich das gesehen habe, eben der Hintergrund in einem sehr großen Umfang des Buches weitergesponnen, sodass auch hier mehr Fluff auftaucht. Das heißt, dieser ganze Bereich hier vorne ist eigentlich nur Fluff, da gibt es überhaupt nichts zu regeln. Und danach, nachdem wir hier eine schöne Doppelseite haben mit Figuren, und das ist eben ein Style auch von Karnevale, den ich persönlich ziemlich cool finde, kommen im Anschluss die Regeln. Und da steht eben auch Karnevale Rules. Und wenn man sich das anschaut, beziehungsweise ich habe das Ganze dann ein bisschen durchgesehen und verglichen, und es stellt sich heraus, man hat hier eigentlich nur eine vergleichsweise kleine Anzahl von Regelseiten, was aber eigentlich den Regeln entspricht von Karnevale, weil die recht minimal gehalten sind, aber dennoch sehr viele Möglichkeiten bieten. Und dahinter kommt dann das sogenannte Kampagnensystem. Auch nur eigentlich nicht so viele Seiten, wenn man sich das Ganze anschaut. Und man hat ja auch bereits im ursprünglichen Regelbuch eine ganze Galerie von Kampagnenspielen bzw. von Szenarien drinnen, die auch aufeinander aufbauen, sodass eigentlich der Aufbau dieser beiden Bücher sehr identisch ist. Also mit Fluff, Regelteil und Kampagnen- bzw. Szenarioteil, nur halt eben, dass hier der Hintergrund weitergesponnen wird und die Szenarien eben andere sind, die man hier findet. Aber dieser mittlere Teil mit diesen Regeln ist eigentlich 1:1 der Inhalt aus dem ursprünglichen Regelbuch. Das heißt, ihr bekommt hier in diesem Buch alle Regeln für Karnevale, die ihr zum Spielen braucht, und das noch dazu in einer besseren Version. Denn Punkt 1, ihr habt hier nicht nur die vollständigen Regeln, sondern diese sind auch ein bisschen besser strukturiert und aufgebaut. Der grundsätzliche Aufbau ist der gleiche, aber es wird hier zum Beispiel auch am Anfang ein bisschen das Profil beschrieben der Einheiten mit eben Sachen wie Life Points, Action Points und Will Points, Command Points, eben inklusive der Symbole dazu, die auf den Profilen dafür abgedruckt sind bei den Werten. Und dann geht es eben weiter mit den verschiedenen Actions. Und hier ist es eben so, dass im alten Buch
wurden hier nur die Namen abgedruckt, zum Beispiel eben hier Action Point. Und mittlerweile ist hier auch das Symbol dabei, sodass man hier sehr viel einfacher etwas findet, wenn man etwas suchen sollte. Und das alleine macht für mich eigentlich dieses Buch zum neuen Regelbuch. Also wenn ihr euch Karnevale ansehen wollt, das Spiel beginnen möchtet, würde ich eigentlich vorschlagen, nicht unbedingt das alte Regelbuch zu kaufen, sondern eben dieses Buch. Auch wenn es als Kampagnenbuch und nicht Regelbuch beschrieben ist. Aber wie gesagt, ihr findet hier alle Regeln und das noch dazu in einer etwas besseren Aufmachung, sodass man meiner Meinung nach Sachen leichter findet. Und eine Sache ist hierbei aber noch ganz wichtig und das ist mir aufgefallen. Die Regeln haben auch ein Update bekommen. Bei den Details bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was sich hier noch vielleicht alles geändert hat in Bezug auf die Regeln, wie sie früher waren. Was aber dazugekommen ist, sind Reaktionen. Das hat es früher bei Karneval nicht gegeben und das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit den Reaktionssystemen von Infinity zum Beispiel, jedoch bekommt man nicht die ganze Zeit Reaktionen. Und da schlägt jetzt auch wieder das Thema rein, dass das schön oder besser aufgemacht ist, denn hier steht bei den Reaktionen, bei den Regeln dabei, dass man hier Willpoints dafür ausgeben muss, wenn man eine Reaktion verwenden möchte und diese Willpoints sind eben begrenzt. Also man hat zu Beginn des Spiels bei einem Charakter mit Willpoints eine begrenzte Anzahl und sobald diese aufgebraucht sind im Spiel, sind diese eben total weg. Es gibt dann noch Regeln, mit denen man diese Willpoints wieder zurückbekommen kann in Teilen oder eben wieder welche dazu bekommen kann, aber sobald diese Willpoints weg sind, sind sie eben raus aus dem Spiel. Und man muss diese eben hier dann auch aufwenden, um solche Reaktionen auszuführen und daher auch sehr stark zu überlegen, wann man eine Reaktion durchführen möchte und wann möglicherweise nicht. Und ich finde auch diese Reaktionsmöglichkeiten, die man hat, hier ganz interessant. Es gibt Sachen wie Polster zum Beispiel, wo man die Anzahl der Würfel, die der Gegner hat, also der Angreifer hat, reduzieren kann. Oder Defense, wo man beim Protection Roll bereits auf die 5 plus erfolgreich ist und nicht auf die 7 und solche Sachen. Also da sind sehr, sehr interessante Dinge dabei. Oder zum Beispiel auch Quick Attack. Das erlaubt uns mit einem einzigen Würfel eine Attacke durchzuführen, bevor uns der ursprüngliche Angreifer attackieren kann. Somit ist es möglich, dem Gegner, also dem Angreifer, der angreifenden Figur, schon mal ein bisschen Schaden zuzufügen, bevor diese überhaupt zuschlagen kann, aber auch, da man nur einen einzigen Würfel verwendet, dafür nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Aber durchaus die Möglichkeit besteht, dass man Schaden macht oder eben vielleicht auch, wenn eine Figur angreift, die bereits Schaden hat vom Gegner, also die gegnerische Figur bereits Schaden erlitten hat und nur mehr einen Lebenspunkt hätte, könnte man zum Beispiel so eine Quick Attack verwenden, um vielleicht noch diesen letzten Schaden zu machen und die Figur aus dem Spiel zu nehmen, bevor die attackierende Figur zuschlagen kann des Gegners. Also das sind schon ein paar ganz interessante Dinge meiner Meinung nach möglich, die man hier bei Karnevale mit diesem Reaktionssystem hier jetzt durchführen kann. Und eben wie bereits gesagt, habt ihr hier das komplette, vollständige Regelsystem für Karnevale, sodass ihr das Grundbuch oder das ursprüngliche Regelbuch eigentlich gar nicht braucht, besser aufgemacht und eben im Hintergrund oder im hinteren Teil dann eben wieder weitere Szenarien, die sich, soweit ich es gesehen habe, auch von denen unterscheiden aus dem Grundregelbuch und eben auch eigentlich eine Kampagne bilden. Und eben, um das Ganze abzuschließen, ihr habt dann auch auf den letzten Seiten wieder Dinge wie die Agendas, dann die Weapon Abilities und auch die Special Rules. Also auch alles, was ihr eigentlich, wie gesagt, zum Spielen von Karnevale benötigt.